Madeleine Kingsbury wurde am 1. Juni 1996 in Minnesota geboren und war das jüngste von 3 Kindern in der Familie. Schon in jungen Jahren stach sie unter ihren Altersgenossen hervor. Sie war kontaktfreudig, energiegeladen, hatte ein lebhaftes Temperament und ein unerschöpfliches Interesse an allem Neuen. Ihre Kindheit verbrachte sie in Farmington, wo sie in einer liebevollen und unterstützenden Umgebung aufwuchs, obwohl ihre Eltern sich später scheiden ließen und neue Familien gründeten. Die Beziehungen innerhalb der Großfamilie blieben jedoch herzlich. Während ihres Studiums an der Universität lernte Madeleine Adam Fravel kennen. Sie heirateten nicht offiziell, lebten aber zusammen und wurden bald Eltern. Zuerst wurde eine Tochter geboren, dann ein Sohn. Die Beziehung zu Adam schien zunächst stabil zu sein. Er machte den Eindruck eines fürsorglichen Partners, war immer da und unterstützte Madeleine in ihrem Bestreben, eine Ausbildung zu absolvieren. Nach der Geburt des ersten Kindes gab er vorübergehend sein Studium und seine Arbeit auf, damit sie die Universität abschließen konnte. Diese Entscheidung wurde damals als Akt der Fürsorge und der gemeinsamen Verantwortung wahrgenommen. Nach der Geburt des zweiten Kindes änderte sich jedoch die Situation in der Familie. Es kam zu internen Konflikten. Vor dem Hintergrund der Pandemie verlor Adam seine Arbeit und sein Einkommen. Madeleine versorgte die Familie vollständig. Sie arbeitete Vollzeit in der Mayo Clinic als Koordinatorin für klinische Studien und setzte ihr Masterstudium an der University of Minnesota fort. Gleichzeitig kümmerte sie sich um 2 kleine Kinder im Alter von 5 und 2 Jahren. Trotz der wachsenden Belastung kam Madeleine ihren Pflichten nach. Ihre Familie bemerkte, dass Adam sich praktisch nicht an der Erziehung der Kinder beteiligte. Madeleines Verwandte betonten, dass die gesamte Verantwortung für den Haushalt, die Kinder und die alltäglichen Aufgaben ausschließlich auf ihren Schultern lastete. Sie selbst gab gegenüber ihren Angehörigen mehrmals zu, dass sie sich in ihrer Beziehung überfordert und einsam fühlte. Adams Familienmitglieder behaupteten ihrerseits, dass er in ihrem gemeinsamen Leben keine Initiative zeigte und nicht bestrebt war, einen gleichberechtigten Anteil der Verantwortung zu übernehmen. Als die Spannungen in der Beziehung zunahmen, begann Adam, sich autoritär zu verhalten. Er schränkte Madeleines Kommunikation ein, verlangte, dass sie ihm ihre Nachrichten auf dem Handy zeigte und reagierte eifersüchtig auf jeden Kontakt mit anderen Männern. Mit jedem Monat griff Adam immer häufiger zu psychischem Druck, Kontrolle und, wie sich später herausstellte, zu körperlicher Gewalt. Diese Vorfälle blieben für Außenstehende verborgen und nur die engsten Vertrauten wussten, was innerhalb der Familie vor sich ging. Madeleines Verwandte berichteten, dass sie nicht sofort erkannte, wie weit die Situation bereits fortgeschritten war. Sie hoffte, um der Kinder willen den Frieden zu bewahren und versuchte, sich zu einigen und Kompromisse zu finden. Irgendwann jedoch begann Adam, ihr zu drohen, wobei er den aufsehenerregenden Mord an Gabby Petito als Beispiel anführte. Laut Madeleines Schwester und Freundinnen sagte er wörtlich: „Wenn du nicht tust, was ich sage, endest du wie Gabby." Alle, die von dieser Drohung wussten, drängten sie, sich an die Polizei zu wenden. Aber Madeleine befürchtete, dass eine Verhaftung Adams die Psyche der Kinder beeinträchtigen würde. Trotz der schwierigen Beziehung war sie fest davon überzeugt, dass die Kinder den Kontakt zu ihrem Vater brauchten. Genau diese Überzeugung und die Angst, einen noch größeren Konflikt zu provozieren, hielten sie davon ab, offizielle Schritte zu unternehmen. Die Sorge um ihre eigene Sicherheit trat gegenüber der Angst vor einer Eskalation der Situation in den Hintergrund. Nach einiger Zeit beschloss Madeleine, sich endgültig von Adam zu trennen. Kurz vor ihrem Verschwinden teilte sie ihm mit, dass sie den geplanten Umzug ablehne. Ursprünglich war vorgesehen, dass sie in der Nähe seiner Eltern wohnen würde, damit die Kinder ihren Vater öfter sehen könnten. Madeleine änderte jedoch ihre Meinung und entschied, dass es für die Kinder besser sei, in Winona zu bleiben, in ihrer gewohnten Umgebung mit ihrem Kindergarten. Außerdem wollte sie ihren Job nicht aufgeben und die Unterstützung ihrer Freunde verlieren. Tatsächlich war ihre Beziehung zu Adam bereits beendet, obwohl sie weiterhin zusammenlebten. Trotz ihrer wachsenden Unruhe versuchte Madeleine, ein normales Leben zu führen und Pläne für die Zukunft zu schmieden. Sie verabredete sich mit ihrer Schwester für den 1. April, um ihr ihre Tochter zu bringen. Dieses Treffen war für sie sehr wichtig und sie hatte nicht vor, es abzusagen. Später erinnerten sich ihre Angehörigen daran, wie sie erzählte, dass Adam ihr selbst dann keine Hilfe anbot, wenn sie krank oder überlastet war.
Er konnte stundenlang in einem anderen Zimmer sitzen, ohne auf das Weinen des Kindes oder die Unordnung im Haus zu achten. Trotz seiner Untätigkeit versuchte Adam nicht, sich zu erklären oder die Situation zu ändern. Er unternahm keine Anstrengungen, eine feste Anstellung zu finden, und seine seltenen Äußerungen über neue berufliche Pläne wurden nie in konkrete Schritte umgesetzt. Dabei blieb er im Haus, nutzte Madelyns Geld und verhielt sich wie jemand, der die Veränderungen bewusst nicht wahrnahm. Seine Gleichgültigkeit wurde als bewusste Haltung und nicht als vorübergehende Schwäche wahrgenommen. Dieser Umstand war einer der Hauptgründe für Madelyns Entscheidung, diese Beziehung zu beenden. Vor dem Hintergrund der sich weiter verschlechternden Beziehung begann Adam, Madeleine immer strenger zu kontrollieren. Seine Eifersucht beschränkte sich nicht auf emotionale Reaktionen, sondern äußerte sich in systematischen Eingriffen in ihr Privatleben. Er verlangte von Madeleine, ihm den Inhalt ihrer Korrespondenz zu zeigen, insbesondere wenn es um Kontakte zu Männern ging. Dies geschah nicht nur einmal, sondern wurde zur Norm in ihrer täglichen Kommunikation. Es kam bereits zu Fällen körperlicher Gewalt. Als Madeleine einmal mit einer Freundin per Videotelefonie sprach und ihr Kind auf dem Arm hielt, kam Adam ins Zimmer und schlug Madeleine ins Gesicht. Dies ging nicht mit einem Streit einher. Der Schlag kam plötzlich. Die Freundin sah dies in Echtzeit und bestätigte den Vorfall später gegenüber der Polizei. Außerdem erinnerte sie sich an andere Momente, in denen sie Blutergüsse im Gesicht von Madeleine oder Druckstellen am Hals bemerkt hatte. Madeleine erklärte dies mit den Worten: „Wenn ich gehe, könnte er mich umbringen." Madeleines Eltern berichteten ebenfalls von ähnlichen Situationen. Als ihre Tochter sie einmal wegen eines neuen Konflikts um Hilfe bat, holten sie mit den Kindern zu sich, in der Hoffnung, dass sie nicht in die unsichere Situation zurückkehren würde. Nach 3 Tagen entschied sich Madeleine jedoch, zurückzukehren. Sie begründete dies mit der Notwendigkeit, den Kindern, die die Situation nicht verstanden, Stabilität zu bieten. Es fiel ihr schwer, eine endgültige Entscheidung zu treffen, da sie sich sowohl für ihr eigenes Wohlergehen als auch für das ihrer Kinder verantwortlich fühlte. Trotz der ständigen Überredungsversuche von Verwandten und Freunden zögerte Madeleine, den entscheidenden Schritt zu tun, doch die Situation verschlechterte sich weiter. Adam kontrollierte weiterhin jeden ihrer Schritte und Madeleine gab immer öfter zu, dass sie sich sogar in ihrem eigenen Haus verfolgt fühlte. Sie erzählte ihrer Schwester, dass er ihr buchstäblich durch die Zimmer folgte, um zu überprüfen, mit wem sie sprach und was sie am Telefon tat. Kurz vor ihrem Verschwinden machte sich Madeleine keine Illusionen mehr, doch ihr Wunsch, ohne Skandal zu gehen und gleichzeitig den Kindern den Zugang zu ihrem Vater zu ermöglichen, spielte ihr einen verhängnisvollen Streich. Sie befand sich in einer Situation, in der der Versuch, sich seiner Kontrolle zu entziehen, letztlich den Auslöser für die Tragödie darstellte. Kurz vor der Tragödie begann Madeleine, sich mit einem Mann zu treffen, mit dem sie eine neue Beziehung eingegangen war. Dieser Mann war Spencer, ihr ehemaliger Kommilitone, mit dem sie wieder Kontakt aufgenommen hatte. Obwohl sie nicht zusammenlebten und ihre Beziehung nicht öffentlich machten, waren Madeleines Angehörige über die Entwicklung dieser Beziehung informiert. Den Ermittlungsbehörden vorliegenden Informationen zufolge war ihre Beziehung weder offiziell noch alltäglich. Diese Annäherung löste jedoch bei Adam eine starke negative Reaktion aus. Er verbot Madeleine, sich in seiner Gegenwart mit Spencer zu unterhalten und äußerte offen seine Unzufriedenheit über diese Beziehung. Madeleine war gezwungen, ihre Veränderungen zu verbergen, da Adam jede Form von Unabhängigkeit als Bedrohung empfand. Sie handelte äußerst vorsichtig. Sie erzählte ihm nicht sofort von ihrer Planänderung, schob das Gespräch über den Umzug hinaus und teilte die Details niemandem außer einem kleinen Kreis von Vertrauten mit, nicht einmal ihrer Mutter und ihrer Schwester. Sie bat darum, dies nicht öffentlich zu diskutieren, damit Adam nicht zufällig davon erfahren würde. Spencer wiederum mischte sich nicht in die Entscheidungen ein. Er arbeitete nach Madeleines Verschwinden mit der Polizei zusammen und legte ein Alibi vor, das sich bestätigte. Im Rahmen der Ermittlungen wurden keine Hinweise auf seine Beteiligung an dem Verschwinden gefunden. Allein die Tatsache, dass er in Madeleines Leben präsent war, verstärkte jedoch die Spannungen in ihrem Zuhause. Adam hatte das Gefühl, die Kontrolle über die Situation zu verlieren. Zu Beginn des Frühjahrs 2023 war Madeleine
an einem Punkt angelangt, an dem die Vergangenheit in ihrem Bewusstsein abgeschlossen war und ein neues Kapitel kurz vor dem Beginn stand. Ihr Weggang von Adam kam für ihre Angehörigen nicht überraschend, aber sie hielt ihn bewusst geheim, bis sie das Gefühl hatte, dass alles vorbereitet war. Ihre Angst vor Adams Reaktion war nicht unbegründet. Sie vertraute ihm nicht und hielt es daher für notwendig, die Details bis zum Tag des Umzugs geheim zu halten. Madeleines Entscheidung, still, aber für immer zu gehen, war der logische Abschluss ihres inneren Konflikts. Sie brauchte einen Neuanfang und stand bereits an dessen Schwelle. Am Morgen des 31. März 2023 brachte Madeleine, wie üblich, zusammen mit Adam die Kinder in den Kindergarten. Die Kameras zeichneten auf, wie sie beide gegen 8 Uhr morgens die Kinder brachten und das Gebäude verließen, wobei sie die Kleinen in der Einrichtung zurückließen. Danach kehrten sie nach Hause zurück. Laut Adam sollte Madeleine noch ein wenig arbeiten und dann ins Büro fahren. Freitags arbeitete sie vor Ort. Er behauptete, dass sie sich nach ihrer Rückkehr nach Hause nicht mehr gesehen hätten. Der letzte gesicherte Hinweis auf Madeleines Aktivitäten ist ihre Nachricht an ihre Schwester Megan. Um 8:15 Uhr schickte sie eine Nachricht mit einem Kommentar zu einem Foto, über das sie am Vortag gesprochen hatten. Der Ton war locker und freundlich. Danach meldete sie sich nicht mehr. Im Laufe des Tages antwortete sie auf keine Nachrichten und nahm keine Anrufe entgegen. Das machte ihre Mutter Christa sofort misstrauisch. Sie versuchte, ihre Tochter anzurufen, aber ohne Erfolg. Als sie keine Antwort erhielt, schrieb sie Megan und fragte, ob sie im Laufe des Tages mit Madeleine gesprochen habe. Megan bestätigte, dass sie sich am Morgen geschrieben hatten, aber seitdem hatte Madeleine sich nicht mehr gemeldet. In ihrer Familie war es nicht üblich, sich ohne Erklärung für längere Zeit zu verdrücken. Ein solches Verhalten entsprach nicht Madeleines Gewohnheiten, vor allem angesichts der Tatsache, dass sie Kinder hatte und immer in Kontakt blieb. Als Megan erkannte, dass die Situation nicht normal war, beschloss sie zu handeln. Da sie sich in einer anderen Stadt befand und nicht persönlich zu Madeleines Haus fahren konnte, rief sie Kate an, eine enge Freundin ihrer Schwester, die in der Nähe wohnte, und bat sie, zu Madeleines Haus zu fahren. Kate willigte ein und machte sich auf den Weg. Als sie dort ankam, sah sie, dass Madeleines Minivan in der Garage stand. Das war ein alarmierendes Zeichen. Wenn das Auto da war, aber Madeleine nicht antwortete, bedeutete das, dass sie entweder zu Hause war oder dass ihr etwas zugestoßen war. Kate klopfte an die Tür, aber niemand antwortete. Das Licht im Haus war nicht an, es war keine Bewegung zu sehen. Sie rief mehrmals auf Madeleines Telefon an, aber es kam keine Antwort. Die Erkenntnis, dass etwas eindeutig nicht stimmte, kam schnell. Kate kontaktierte die Polizei von Winona und beantragte eine Überprüfung des Zustands der Bewohnerin. Sie erklärte die Situation, wies darauf hin, dass Madeleine den ganzen Tag nicht erreichbar war und fügte hinzu, dass sie in letzter Zeit ernsthafte Differenzen mit ihrem Ehemann hatte. Am Abend kam ein Polizist zu Madeleines Haus, sah sich das Gelände an, klopfte an die Tür und schaute durch die Fenster. Das Auto stand immer noch an seinem Platz. Niemand öffnete die Tür. Es gab keine sichtbaren Anzeichen für einen Einbruch oder eine Unordnung im Haus. Der Polizeibeamte kontaktierte die Verwandten und Adam. Der Ehemann teilte mit, dass er Madeleine seit dem Morgen nicht gesehen habe und dass sie die Kinder nicht wie üblich abgeholt habe, weshalb er sie selbst aus dem Kindergarten geholt und zu seinen Eltern nach Mabel, einer Stadt etwa eine Autostunde von Winona entfernt, gebracht habe. Er zeigte sich nicht besonders beunruhigt und hatte ihr Verschwinden bis zu diesem Zeitpunkt nicht gemeldet. Trotz aller Anzeichen weigerte sich die Polizei sofort, eine Vermisstenanzeige aufzunehmen. Gemäß den örtlichen Vorschriften mussten 24 Stunden seit dem letzten Kontakt verstreichen. Dies verwirrte die Verwandten, da sie deutlich erklärt hatten, dass Madeleines Verhalten untypisch für sie sei und möglicherweise eine Gefahr bestehe. Dennoch änderte niemand die offizielle Vorgehensweise. Die erste Nacht nach Madeleines Verschwinden verbrachte die Familie in Ungewissheit. Es gab keine Neuigkeiten, keinen einzigen bestätigten Hinweis darauf, wo sie sich befinden könnte. Weder Freunde noch Kollegen wussten, wohin sie gegangen sein könnte, und ihr Telefon war weiterhin nicht erreichbar. Versuche, sie anzurufen oder ihre Aktivitäten über eine App zu verfolgen, blieben erfolglos. Alles deutete darauf hin, dass Madeleine nicht einfach verschwunden war,
sondern plötzlich aus dem Leben gerissen worden war und nur Stille hinterlassen hatte. Nach der offiziellen Meldung von Madeleines Verschwinden begann die Polizei mit der Aufnahme von Zeugenaussagen und Adam stand sofort im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. In seiner Aussage berichtete er, dass sie am Morgen des 31. März, nachdem sie gemeinsam die Kinder in den Kindergarten gebracht hatten, nach Hause zurückgekehrt seien. Seinen Angaben zufolge begann Madeleine ein Online-Meeting zur Arbeit, während er sich mit dem Packen seiner Sachen beschäftigte, da er sich auf den Umzug zu seinen Eltern vorbereitete. Er behauptete, dass er einen Teil der Kartons nach Mabel bringen wollte und den anderen Teil ins Lager. Seiner Version zufolge verließ er das Haus, fuhr zu einer Tankstelle, kehrte dann zurück, um die Kartons zu laden und machte sich anschließend auf den Weg nach Mabel. Auf halbem Weg habe er jedoch festgestellt, dass er versehentlich die für das Lager bestimmten Kisten mitgenommen hatte, weshalb er umgedreht sei und nach Winona zurückgefahren sei. Seinen Angaben zufolge war er von etwa 10:30 bis zum Mittag unterwegs. Als er nach Hause zurückkehrte, sah er, dass das Auto noch dort stand, Madeleine jedoch nicht mehr da war. Später holte er die Kinder selbst aus dem Kindergarten ab und fuhr zu seinen Eltern, wo er den Rest des Tages verbrachte. Die Polizei überprüfte die Aufzeichnungen der Überwachungskameras in der Umgebung. Bereits in den ersten Tagen der Datenanalyse wurden offensichtliche Unstimmigkeiten in Adams Aussage festgestellt. Eine Kamera am Nachbarhaus zeichnete auf, wie er um 9:44 Uhr das Haus verließ, zum Auto ging, das Nummernschild abnahm und wenige Minuten später ein anderes anbrachte. Um 9:55 Uhr setzte er sich ins Auto und um 10 Uhr fuhr das Auto aus der Einfahrt. Um 10:02 Uhr wurde es bereits von Kameras an einer nahegelegenen Tankstelle erfasst. Anschließend wurde das Auto an verschiedenen Punkten in südlicher Richtung auf der Autobahn 43 in Richtung Mabel registriert. Entgegen Adams Aussage wurde er jedoch von der Kamera in der Nähe von Mabel nicht erfasst. Stattdessen fuhr das Auto nach einer langen Pause, in der es auf keiner der Kameras zu sehen war, gegen 13:28 Uhr wieder in den Hof des Hauses in Winona. Diese zeitliche Lücke blieb ungeklärt. Keine Kamera hat in diesem Zeitraum das Auto oder seinen Fahrer erfasst. Dies verstärkte den Verdacht, dass er sich zu dieser Zeit an einem Ort ohne Kameras aufgehalten hatte und etwas zu verbergen versuchte. Als die Polizei Adam erneut befragte, konnte er nicht überzeugend erklären, warum er die Nummernschilder gewechselt hatte, warum seine Route von den Daten der Kameras abwich und warum die GPS-Navigation in seinem Telefon keine Daten über die Fahrt gespeichert hatte. Es stellte sich heraus, dass er am Tag vor Madeleines Verschwinden die Geolokalisierungsfunktionen auf allen seinen Konten, einschließlich mehrerer Gmail-Adressen, deaktiviert hatte. Außerdem hatte er sein Heimvideoüberwachungssystem deaktiviert. Darüber hinaus wurde das Überwachungssystem entfernt, das bei Adams Eltern installiert war, zu denen er später mit den Kindern fuhr. Bei der Durchsuchung des Hauses wurden die entfernten Teile des Videosystems gefunden und die Speicherkarten selbst wurden beschlagnahmt. Adam konnte nicht erklären, warum dies genau zu dem Zeitpunkt geschehen war, als Madeleine verschwand. Er behauptete, dies habe mit den Vorbereitungen für den Umzug zu tun, aber keiner dieser Schritte erschien unter den gegebenen Umständen logisch. Die Ermittler werteten dies als Versuch, alle visuellen Spuren von Bewegungen oder möglichen Konflikten zu verbergen. Besondere Aufmerksamkeit erregte Adams Verhalten nach dem Verschwinden. Er beteiligte sich nicht an der Suche, zeigte keine Initiative bei der Sammlung von Informationen, vermied öffentliche Kommentare und hielt keinen Kontakt zu den Freiwilligen. Später behauptete er, die Polizei habe ihn gebeten, sich nicht einzumischen, was jedoch von offiziellen Vertretern der Ermittlungsbehörden dementiert wurde. All diese Handlungen, die Weigerung, sich an der Suche zu beteiligen, die Manipulation der Nummernschilder, die Abschaltung der Videosysteme, das Fehlen von Geolokalisierungsdaten, ergaben ein einheitliches Bild. Zu diesem Zeitpunkt der Ermittlungen wurde deutlich, dass Adams Verhalten nicht dem Verhalten eines Menschen entsprach, der wirklich besorgt über das Verschwinden der Mutter seiner Kinder war. Und obwohl noch keine offizielle Anklage erhoben worden war, konzentrierten sich die Ermittlungen auf ihn. Am 1. April 2023 führte die Polizei eine erneute Durchsuchung des Hauses von Madeleine und Adam durch. Im Haus befanden sich Madeleines persönliche Gegenstände, ohne die sie nicht freiwillig gegangen sein konnte. In der Küche standen ihre Tasse und ihr Teller. Im Flur hing ihre Jacke,
in der sie auf den morgendlichen Kameras des Kindergartens zu sehen war. Auch ihr Telefon und ihre Handtasche befanden sich an ihren gewohnten Plätzen im Haus. Genau diese Gegenstände deuteten darauf hin, dass Madeleine das Haus nicht freiwillig verlassen hatte. Sie konnte nicht zur Arbeit oder anderswo hingehen, ohne die Dinge mitzunehmen, die sie für die Kommunikation und ihre Arbeit benötigte. Dies wurde auch von Mitarbeitern der Mayo Clinic bestätigt, wo sie an diesem Tag im Büro erscheinen sollte. Besonderes Interesse weckte bei den Ermittlern die Garage. Die Untersuchung ergab, dass Adam am Vorabend erneut die Nummernschilder am Auto gewechselt hatte. Zum Zeitpunkt des Polizeibesuchs waren die Originalnummern bereits wieder angebracht, obwohl die Kameras am Tag zuvor ihre Demontage aufgezeichnet hatten. Dies deutete auf bewusste Handlungen hin, die darauf abzielten, Spuren zu verwischen. Die Durchsuchung ergab keine Spuren eines Kampfes oder von Blut, aber die Experten bemerkten Anzeichen für eine mögliche Säuberung. In einem Müllcontainer in der Nähe des Hauses wurden verbrannte Plastik- und Elektronikteile gefunden. Eine spätere Untersuchung ergab, dass es sich dabei um die Überreste eines Laptops handeln könnte. Auch die Matratze im Schlafzimmer weckte Verdacht. Sie war ohne Bettlaken und wies Flecken auf, die zur Laboranalyse geschickt wurden. In der nächsten Phase wurde das Haus von Adams Eltern durchsucht. Dort wurden im Müllbereich mehrere weggeworfene elektronische Geräte gefunden. In der Nähe befanden sich Spuren einer Feuerstelle, in der nach vorläufiger Einschätzung das Gehäuse des Laptops verbrannt worden war. Auf dem Grundstück befand sich auch Adams Auto. Im Laderaum lag eine Gartenschaufel. Ein Nachbar, der eine Überwachungskamera installiert hatte, übergab der Polizei die Aufzeichnung. Nach Madeleines Verschwinden wurde Adam am Steuer eines Lastwagens gesehen, in dem sich genau diese Schaufel befand. Die Ermittler setzten Hunde ein, die darauf trainiert waren, menschliche Überreste aufzuspüren. Die Hunde reagierten sowohl auf die Schaufel als auch auf den Laderaum des Fahrzeugs. Daraufhin behaupteten Adams Verwandte, dass Adams Vater einige Tage zuvor angeblich das Werkzeug benutzt habe, um ein totes Tier vom Grundstück zu entfernen. Experten zufolge sind die Hunde jedoch darauf trainiert, zwischen menschlichen und tierischen Gerüchen zu unterscheiden. Ihre Reaktion bestätigte das mögliche Vorhandensein von Spuren menschlichen Gewebes. Parallel dazu wurde Adam erneut zum Verhör vorgeladen. An seinem Gesicht und Hals waren frische Kratzer zu sehen. Er erklärte diese mit angeblichen Kontakten mit Tieren oder Trainingsgeräten. Diese Versionen erschienen den Ermittlern wenig glaubwürdig. Die medizinische Untersuchung ergab, dass die Verletzungen typisch für einen Verteidigungsversuch oder einen Konflikt waren und nicht für zufällige Kratzer. Am 7. Juni 2023 kam es zu einem Wendepunkt im Fall Madeleine Kingsbury. An diesem Tag wurde die Leiche der Frau in einem alten Brunnen in der Nähe eines Waldgebiets gefunden, das weit entfernt von Wohnhäusern im Bezirk Houston liegt. Die Entdeckung war das Ergebnis einer gezielten Suche durch das Ermittlungsteam, einschließlich der Untersuchung der Routen, die Adam am Tag ihres Verschwindens zurückgelegt hatte. Die Überreste waren in ein gewöhnliches weißes Laken gewickelt und anschließend fest mit Klebeband fixiert worden. Bei der Untersuchung wurden zudem Fragmente eines grauen Handtuchs sowie eines Stoffbezugs eines Kissens gefunden. Alle diese Gegenstände waren so zusammengerollt worden, dass die Ausbreitung des Geruchs minimiert und die Auffindung der Leiche erschwert werden sollte. Der Ort war abgelegen und schwer zugänglich. Der alte, seit langem nicht mehr genutzte Brunnen befand sich auf einem Grundstück, das keine direkte Verbindung zum Haus von Frevel hatte. Später stellte sich jedoch heraus, dass dieses Grundstück mit Mitgliedern seiner Familie in Verbindung stand. Unmittelbar nach der Identifizierung der Leiche anhand von DNA und charakteristischen Merkmalen wurde Adam festgenommen. Der Haftbefehl wurde umgehend ausgestellt. Bei seiner Festnahme leistete er keinen Widerstand. Er wurde offiziell wegen vorsätzlichen Mordes 2. Grades mit erschwerenden Umständen, mit besonderem Vorsatz und außergewöhnlicher Grausamkeit angeklagt. Die Staatsanwaltschaft legte dem Gericht die Materialien vor, die in mehr als 2 Monaten Ermittlungsarbeit gesammelt worden waren. Die Ermittler stellten fest, dass das Laken aus dem Brunnen identische Markierungen und Muster aufwies wie die Wäsche, die im gemeinsamen Schlafzimmer gefunden worden war, und dass das Handtuch sowie der Bezug aus demselben Set stammten, das im Abstellraum aufbewahrt wurde. Auf dem Klebeband blieben Teilabdrücke zurück, die mit dem Biomaterial von Frevel übereinstimmten.
Außerdem wurden an den Rändern des Stoffes mikroskopisch kleine Partikel gefunden, die mit Staub und Fasern aus dem Kofferraum von Madeleines Auto übereinstimmten. Die Motive für das Verbrechen hängen laut Ermittlungen mit einer Reihe von Faktoren zusammen. An erster Stelle stand die Kontrolle. Adam war sich bewusst, dass er seinen Einfluss auf Madeleine verloren hatte. Sie wollte wegziehen, begann eine neue Beziehung und unterwarf sich nicht mehr seinen Regeln. Das zerstörte sein gewohntes Leben. Der zweite Faktor war finanzieller Natur. Madeleine hatte eine Versicherung abgeschlossen und im Falle ihres Todes hätte Adam Anspruch auf eine Auszahlung gehabt. Außerdem hätte Madeleines Weggang eine Aufteilung der Verantwortung für die Kinder bedeutet, was ihm die Möglichkeit genommen hätte, die Situation weiter zu manipulieren. Die Experten, die die Leiche untersuchten, stellten fest, dass Madeleines Tod durch Ersticken verursacht wurde. Das Fehlen von Anzeichen eines Kampfes an dem Ort, an dem die Leiche gefunden wurde, bestätigte indirekt die Vermutung, dass die Tat an einem anderen Ort begangen worden war, wahrscheinlich im Haus des Opfers. Die an diesem Fall arbeitenden Psychologen betonten, dass solche Verbrechen in der Regel von Personen aus dem engen Umfeld begangen werden, wenn Gewalt die letzte Stufe der Eskalation eines Konflikts darstellt und als Versuch dient, die Kontrolle zurückzugewinnen und nicht als zufällige Manifestation von Aggression. Nach seiner Verhaftung weigerte sich Adam Fravel, mit den Ermittlern zu kooperieren. Bei den Verhören vermied er direkte Antworten und berief sich auf Müdigkeit oder Verwirrung seiner Erinnerungen. Er bekannte sich nicht schuldig, doch im Verlauf der Vorverhandlungen befand das Gericht die vorgelegten Beweise für ausreichend, um ein vollständiges Strafverfahren einzuleiten. Als vorbeugende Maßnahme wurde Untersuchungshaft ohne Recht auf Kaution angeordnet. So begann sich 68 Tage nach ihrem Verschwinden die Wahrheit in den Fakten abzuzeichnen. Spekulationen, Verdächtigungen und Ängste wurden durch Beweise ersetzt. Und obwohl Madeleines Leben nicht mehr zurückgebracht werden konnte, gelang es den Ermittlern, das Wichtigste zu erreichen, eine Antwort auf die Frage zu geben, was mit ihr geschehen war und wer dafür verantwortlich war. Nach Adams Verhaftung begann eine lange und schmerzhafte Phase, die juristische Umsetzung der Gerechtigkeit. Die Anklage basierte auf einer Vielzahl indirekter und direkter Beweise. Von den im Haus gefundenen Spuren bis hin zur Übereinstimmung zwischen den im Brunnen entdeckten Gegenständen und jenen, die sich im Besitz des Angeklagten befanden. Zeugenaussagen, Expertengutachten und die Geschichte der Beziehung fügten sich zu einem logischen Gesamtbild zusammen. Das Gericht setzte eine Vorverhandlung an, in der Adam weiterhin seine Unschuld beteuerte. Er erklärte, er wisse nicht, wie Madeleines Leiche in den Brunnen gelangt sei und behauptete, er hätte ihr niemals etwas antun können. Seine Verteidigung versuchte, die Ereignisse als Missverständnis oder als Fehler der Ermittler darzustellen, doch die öffentliche Meinung war nahezu einstimmig. Vor dem Hintergrund der Gerichtsverfahren ging ein weiterer Kampf weiter, der Kampf der Familie Madeleines um das Sorgerecht für die Kinder. Die Verwandten strebten das gesetzliche Recht an, die Kinder zu sich zu holen, um sie vor dem Einfluss ihres Vaters zu schützen, gegen den weiterhin ermittelt wurde. Ein Urteil des Gerichts liegt derzeit noch nicht vor. Das Gerichtsverfahren befindet sich in der Warte- bzw. Anhörungsphase. Adam befindet sich weiterhin in Haft ohne Recht auf Kaution und die Staatsanwaltschaft sammelt umfassende Beweise für das Gericht. Hinter all diesen Aktivitäten blieb das Wesentliche zurück. 2 Kinder, die ohne Mutter und praktisch ohne Vater zurückblieben. Ein Leben, das in Stille zerstört wurde, hinterließ eine allzu laute Spur. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.